Sabbath, everyone. Segnen Sabbat alle zusammen. Let's open with a silent. Lass uns mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. Okay, today we're going to do some revision, Heute werden wir ein bisschen Wiederholung machen. and it's not all revision. I'm sure there's some things in here that will be new thoughts. Das ist jetzt nicht alles Wiederholung, da sind bestimmt auch ein paar Sachen enthalten, die neue Gedanken sind. But this, what we went through the other day, Das hier, was wir uns gestern angeschaut haben, I want to get somewhere with that. ich möchte da zu einem gewissen Punkt hinkommen. But in order to do that, we have to build all the many things on top of it. Aber damit wir da hinkommen können, müssen wir erstmal viele Dinge aufeinander aufbauen. Okay, so anyway, let's go to the notes. Lass uns zu den Notizen kommen. And if we go to Daniel chapter 7, Wenn wir zu Daniel 7 gehen, and today this heading is the beast out of the sea, und der Titel des Vortrags ist das Tier aus dem See oder aus dem Meer. which we know is referring to the Sunday law crisis. Und wir wissen, das bezieht sich dann auf die Sonntagsgesetzkrise. So in verse 1, Daniel 7, Vers 1. it says, In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea, and four great beasts came up from the sea, diverse one from another. Okay, so Bis Vers 3. Daniel's vision begins with him seeing the four winds are blowing. Also Daniels Vision fängt ja an, wie er sieht, dass diese vier Winde am Wehen sind. Okay, and when those four winds are blowing, it represents how it affects the sea. Und wenn diese vier Winde hier am Wehen sind, dann hat das einen Einfluss auf das Meer. We know that the sea is a representation of this world. Wir wissen, dass das Meer eine Darstellung von dieser Welt ist. Okay, it says, so out of the world's coming these four great beasts. Also aus dieser Welt kommen jetzt diese vier Tiere hervor. Okay, and if we just go to this first quote from Great Controversy, Wenn wir jetzt hier zum ersten Zitat aus dem großen Kampf kommen, it says, The great kingdoms that have ruled the world were presented to the prophet Daniel as beasts of prey, rising when the four winds of the heaven strove upon the great sea. In Revelation 17, an angel explained that waters represent peoples and multitudes and nations and tongues. Winds are a symbol of strife. The four winds of heaven striving upon the great sea represent the terrible scenes of conquest and revolution by which kingdoms have attained to power. So it's speaking about the time when the earth is in a upheaval, a lot of turmoil, right? spricht hier über eine Zeit, wo die Erde in Unruhe ist. A time of trouble, right? Eine Zeit der Trübsal. Okay, and these four kingdoms here are a parallel to these Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome that we looked at the other day. Also vier Tiere sind eine Parallele hier zu diesen vier Königreichen: Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. And what did Sister White say that this represented? Und was hat Ellen White gesagt? Was steht das hier da? Do you remember? Kann jemand sich daran erinnern? Yeah, the final kingdom at the end of the world, right? Das finale Königreich am Ende der Welt. Okay, so what are these four beasts? Was sind diese vier Tiere? The final kingdom at the end of the world, right? Wir stellen auch das Not a trick question, letzte right? Königreich am Ende der Welt dar. Okay, so anyway, just we in fact we will come and look at those in a moment, right? Wir werden gleich kommen und das noch genauer anschauen. And the point is here that it links it to Revelation 17,
right? Und das verbindet es ja mit Offenbarung 17 hier im Zitat. Okay, so, and it's no accident that these four animals are, they're called beasts, right? Es ist kein Zufall, dass diese 4 Tiere hier Bestien genannt werden. Okay, a beast in Bible prophecy, when you look through the Bible, is a power that persecutes God's people. Right? Ein Tier, eine Bestie in der biblischen Prophetie ist eine Macht, die Gottes Volk verfolgt. Okay, so in this illustration, what's your background? In this illustration, we saw that it's a representation from the Sunday law that takes you all the way down to the second coming of Christ, right? Also in dieser Darstellung hier, dieser Reiche, konnten wir sehen, dass es also vom Sonntagsgesetz reicht bis hin zur Wiederkunft Christi. However, what I want us to see with Daniel chapter 7 is that it's a representation of the Sunday law itself, right? Was ich jetzt über Daniel 7 zeigen möchte, ist, dass Daniel 7, diese 4 Tiere, eine Darstellung von einem Sonntagsgesetz sind. It's just like a smaller fractal of this whole thing, right? Es ist wie ein kleineres Fraktal von dieser ganzen Darstellung. And we will give the reasons as we go through why that is. Und ich möchte die Gründe dafür nennen, wenn wir jetzt dahin durchgehen werden. Okay, so we know that the four beasts are the lion, the bear, the leopard, and the dragon. Wir Right? wissen, die 4 Tiere sind der Löwe, der Bär, der Leopard und der Drache. Okay, so let's go to Revelation 13 and just see the parallel. Gehen wir right? zu Offenbarung 13, dass wir die Parallele dazu sehen können. Because Daniel and Revelation is one book. Right? Daniel und Offenbarung ist ein Buch. Okay, so in Revelation 13, verse 1. Offenbarung 13, Vers 1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, right? So in Daniel, there was 4 beasts coming up out of the sea, right? Und Daniel, da kamen 4 Tiere aus dem Meer. But as we've already just discussed, it's one kingdom, right? Aber wie wir bereits hier besprochen haben, es stellt ein Königreich dar. So how many beasts come out of the sea? Deswegen, wie viele Tiere kommen aus dem Meer? One, right? And that's what we see here. Eins. right? Und das ist, was wir hier sehen können. So it says, a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and seat and great authority. And I saw one of his heads as it were wounded to death. So where does it take you down to? Bis Vers 3, wohin bringt dich das? 1790. Right? 1798. Okay, so let's just take those so we can parallel it with this. We have the lion, Lass uns das jetzt anschauen, dass wir das parallel setzen können mit der Darstellung hier. Wir haben den Löwen, bear, den Bären, leopard, den Leoparden and then the last one was this dragon, right? Die letzte Macht ist dann dieser Drache. And in Daniel 7, we will read in a minute, this terrible beast, the fourth one, has 10 horns. It's the same beast, right? In Daniel 7, das werden wir gleich lesen, da hat das vierte, dieses schreckliche Tier, dann diese 10 Hörner. Okay, so and like this kingdom, right? It brings you down to 1798, right? Und genau wie dieses Königreich, hier bringt es dich auch hinab bis zu 1798. Because he said, I saw one of his heads as it was wounded to death, right? Weil es sagte ja, ich sah eines seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Amen. Okay, read the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says in chapter 13, verses 1 to 10 is described another beast, like unto a leopard, to which the dragon gave his power and seed and great authority. This symbol, as most Protestants have believed, represents the papacy, which succeeded to the power and seat and authority once held by the ancient Roman Empire. Of the leopard-like beast it is declared, there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, to overcome them,
and power was given him over all kindreds and tongues and nations. This prophecy, which is nearly identical with the description of the little horn of Daniel 7, unquestionably points to the papacy. Right? Also weist auf das Papsttum hin. Okay, so in Revelation 13, we know that John, let's just take this over here. Also, Offenbarung 13, wissen wir, Johannes. We know that John stands at the end of the Sunday law, right? Dass Johannes dort am Ende des Sonntagsgesetzes steht. Which is the 1260, right? Und das Sonntagsgesetz ist dieser 1260. Spent many presentations putting that in place. Wir haben viele Vorträge gemacht, um das zu zeigen. And he's looking back in this time, right? Und er schaut zurück in diese Zeit. Hence, in Revelation 13, it gives them in reverse order. Right? Deswegen werden diese Königreiche auch in der verkehrten Reihenfolge dargegeben. Because John is standing in the time of Rome, right? Weil Johannes steht in der Zeit von Rom. And he sees a leopard, a bear, a lion. So it's taking you back, right? Er sieht den Leoparden, den Bären und den Löwen. Er sieht es also rückwärts. Okay, and what I want to do is I just want to put these in place here. So you have this lion, this bear, leopard. Habt ihr den Löwen, den Bären, den Leopard. And we understand that takes us up to the beginning of the sixth plague in type, right? Das bringt uns dann zum Anfang der 6. Plage in Typos. And the last one, the dragon, right? Das letzte Reich ist dann dieser Drache. We all look at that, why that is, right? Und wir werden das noch anschauen, warum das so ist. Just to remind us of all the arguments for that. Wir wollen uns nur erstmal an diese ganzen Argumente erinnern. Okay, so let's look now under the next heading, 4 beasts. Jetzt gehen wir zur nächsten Überschrift, 4 Tiere. Okay, so go to Ezekiel 1 and verse 5. Gehen wir dazu zu Hesekiel 1, Vers 5. It says, also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man. What are we looking at here? Was betrachten wir hier? No, we're not looking at a statue. Just, we spoke about this the other day. The animals are also a man. What does Ezekiel see coming? Was sieht Who is Hesekiel it? hier kommen? Wer ist es? Okay, maybe I specifically went through this other day. He sees the true king of the north coming, right? Sieht er den wahren König des Nordens, wie er And kommt. the true king of the north, who counterfeits it? Und wer fälscht den wahren König des Nordens? The false king of the north. Der falsche König des Nordens. We went through this, that this kingdom, this here is the false king of the north, right? Wir haben das uns angeschaut, dass hier dieses Königreich der falsche König des Nordens ist. So the point I'm trying to make is what you see here is a counterfeit, or what you see here is the true, which this counterfeits, right? Was du in Hesekiel liest, ist das Wahre und das hier wäre die Fälschung davon. Right? Richtig? Okay, and Margaret made this point, right? What was your point, Margaret, about the 4? So animals are also like a man. Yes, they're like a man, right? Und diese 4 Tiere hier aus Hesekiel, die werden auch mit einem Menschen verglichen. Okay, because this statue, right, is likened to a man, right? Weil dieses Standbild wird ja auch mit einem Menschen verglichen. Now, there's some real deep points that we need to get from this, right? Da sind ein paar wirklich tiefgehende Punkte, die wir daraus entnehmen müssen. Okay, and hopefully by God's grace, when we eventually we can bring this point more to the fore. Und bei Gottes Gnaden, wenn wir letztendlich irgendwann zu diesem Punkt kommen, können wir das mehr in das Licht rücken. Okay, now but when we go to back to Daniel 7 and verse 4, Jetzt gehen wir zurück zu Daniel 7 und dann Vers 4. you begin to also see this same point, right? Da sieht er dann auch diesen selben Punkt. It says, the first was like a lion and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made to stand upon the feet of it as a man, and a man's heart was given unto it. So how did this lion look like? Wie sah dieser Löwe aus? Stood up like a
like a man, right? Er stand aufrecht wie ein Mensch. Okay, and I didn't put any verses in here because we're all very familiar with it. What's the man's heart? Ich habe jetzt keine Verse diesbezüglich reingetan, denn wir sind alle vertraut damit. Was ist das Menschenherz? Yeah, it's evil, right? Ja, das menschliche Herz ist bösartig, sagt die Bibel. Continuously evil, right? Beständig bösartig. Okay, and it's talking about a man lifting himself up, right? Und hier spricht es darüber, wie der Mensch sich erhöht. Okay, so what it is, it's marking a point where man is being exalted, Es right? markiert hier den Punkt, wo der Mensch erhöht wird. Okay, and when we go to Ecclesiastes chapter 3, Wenn wir jetzt zu Prediger Kapitel 3 gehen, verse 18, Vers 18 und 19. it says, I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, that they might see that they themselves are beasts. Right? So it's an agreement with what Daniel's shown, right? Also, dass sie wie Tiere sind. Das ist also in Übereinstimmung mit dem, was Daniel uns gezeigt hat. Okay, it's an agreement with the true, right? Also es ist in Übereinstimmung mit der wahren Darstellung. The four cherubims, which are four beasts, are like a man, right? Diese 4 Cherubim, die auch wie 4 Tiere dargestellt werden, die werden auch wie ein Mensch bezeichnet. So- Oder haben das Aussehen eines Menschen gehabt. Satan counterfeits this, right? Und Satan fälscht dies. Okay, so verse 19. Jetzt Vers 19. For that which befalleth the sons of men befalleth beasts. Even one thing befalleth them, as the one dieth, so dieth the other. Yea, they have all one breath, so that man hath no preeminence above a beast, for all is vanity. Right? So these four beasts, which are one, represents a man. Also Right? diese 4 Tiere, die eins sind, sie stellen einen Menschen dar. So the true, Ezekiel 1 verse 5, which man do they represent? Also die wahre Darstellung davon in Hesekiel 1, Vers 5. Welchen Menschen stellen sie dar? Jesus Christ, right? The man Christ Jesus, right? Den Menschen Christus Jesus. God became man, right? Gott wurde zum Menschen. Okay, but these four beasts, which represent a man, which man do they represent? Aber diese 4 Tiere, die auch wie ein Mensch dargestellt werden, welchen Menschen repräsentieren sie? Yeah, the man of sin, right? Den Mensch der Sünde. And we all see as we go through this, the whole subject of Bible prophecy is to point to this man of sin. Right? Wir werden das noch sehen, wenn wir da hindurchgehen, ist das ganze Leitthema der biblischen Prophetie ist dass es auf diesen Menschen der Sünde hinweist. Okay, and we understand that we are his children, right? And we need to be set free from it. Wir Right? verstehen, dass wir momentan noch seine Kinder sind und wir müssen davon befreit werden. Okay, now go back to Daniel 7, verse 5. Gehen wir zurück zu Daniel 7 und dann Vers 5. It says, Behold, another beast, a second like unto a bear, and it raised itself up on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it, and they said thus unto it, Arise, devour much flesh. Okay, so without going too much into it, these 3 ribs, they're a symbol of the dragon, the beast, and the false prophet. Right? Also ohne da jetzt zu in großes Detail hineinzugehen. Wir verstehen ja, dass diese 3 Rippen den Drachen, das Tier und den falschen Propheten darstellen. Okay. Eve was taken as a rib from Adam, right? Eva wurde ja als eine Rippe von Adam genommen. Okay, so it represents 3 women or 3 doctrines, right? Stellt also diese 3 Frauen oder diese 3 Lehren dar. It's in his mouth, right? Und diese Rippen sind in seinem Maul And it devours, right? und er verschlingt. Okay, it's this false doctrine that comes out of its mouth, Das ist right? diese falsche Lehre, die aus seinem Mund hier hervorgeht. But the point I want to make here is that the lion and the bear, they represent what? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, der Löwe und der Bär stellen was dar? One kingdom. That's true. One kingdom is the answer, right? Stellen ein Königreich dar. And how do we know that? Und woher wissen wir das? Because in first, just let's remind ourselves.
Gehen wir dazu zu 1. Samuel, 1 Samuel um 7. uns daran zu erinnern. 1. Samuel 17. And David told this parable, right? David hat dieses Gleichnis Or he told this story, should I say. oder diese Geschichte erzählt. Verse 34. 1. Samuel 17, Vers 34. And David said unto Saul, Thy servant kept thy father's sheep. There came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Right? Bis Vers 36. So the Bible already teaches us that the lion and the bear here, right, represents one kingdom, right? Also die Bibel lehrt uns hier bereits, dass der Löwe und der Bär ein Königreich darstellt. Who is it that makes the Sunday law? Und wer ist es, der das Sonntagsgesetz erlässt? Who makes the Sunday law? Wer macht das Sonntagsgesetz? It's not a trick question. It's in the Bible. There's only one. The United States is the answer, right? Die USA ist die And Antwort. what is the United States? Und was ist die USA? Yes, it's a two-horned power, Das ist eine right? zweihörnige Macht. Okay, and this is what you've got here. This lion and the bear, right? Is these two horns, right? Das ist, was du hier hast. Der Löwe und der Bär stellen diese zwei Hörner dar. The lion, right, represented the state power, Der Löwe stellt die Staatsmacht dar and this bear is this doctrine that's coming out of its mouth, right? und der Bär ist diese falsche Lehre, die aus seinem Mund hervorgeht. Okay, and we will see that when we come to Daniel 8. We'll just give a confirmation for that. Das werden wir noch sehen, wenn wir auch zu Daniel 8 kommen. Das wird es nochmal bestätigen. Okay, verse 6. Jetzt Daniel 7, Vers 6. And after this I beheld, lo, another like a leopard, which had on the back of it 4 wings of a fowl. The beast also had 4 heads, and dominion was given to it. Now, we know that this, in our time, was illustrated by Biden, right? Wir wissen, dass das in unserer Zeit durch Biden dargestellt ist. Okay, so it marked a point in this fractal where there was a little time of peace. I mean, in the sense that, how do you even show that? But it marks a point where, I don't know if you can even say there's a lot of time of peace, but basically this leopard, which we know is the south, came against the north. Wir wissen, dass dieser Leopard, welcher der Süden darstellt, gegen den Norden kam. You can see it more, we'll talk more about it when we come to Daniel 8. Das Right? werden wir noch genauer sehen, wenn wir über Daniel 8 sprechen werden. Okay, but then at the end, the leopard has 4 heads. I mean, we'll see it more when we get to Daniel 8. It's easier to see. Am Ende hat dann der Leopard diese 4 Köpfe, aber in Daniel 8 wird es einfacher zu sehen. Sein. Okay, go to verse 7. Gehen wir zu Daniel 7, Vers 7. Now, if we were to take Matthew 24, what period would this be here from the 6th plague forward? Also wenn wir jetzt Matthäus 24 anschauen, welche Zeit wäre das hier von der 6. Plage vorwärts? The Great Tribulation, right? Und Vers 24, das ist die große Trübsal. Which is also 1260. 1260, right? Was auch 1260 ist. Okay, because we know that the 4th kingdom here, which is this kingdom, right, Wir wissen, dass dieses 4. Königreich hier, was auch dieses Königreich ist, consists of these 2 parts here, right? das hat diese 2 Teile in sich. Pagan and papal, right? Heidnisch und päpstlich. Okay, and if we go to verse 7, Das war auch Matthäus 24, Vers 21, Entschuldigung. Und wenn wir jetzt hier zu Daniel 7, Vers 7 gehen, it says, After this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. The same beast that we saw come out of the sea, right? also dasselbe Tier, was wir auch gesehen haben, was aus dem Meer rauskam. It says, I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn,
before whom were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were the eyes like the eyes of a what? A man. Right? In diesem Horn waren Augen wie die Augen eines Menschen. Okay, so it says here, out of this one comes another little horn. Yes, another. Oh, excuse me. Thank you. Also da kommt jetzt dieses andere kleine Horn hervor. Now, if it says another little horn, there's obviously one that's in the Bible somewhere, right? Wenn es sagt ein anderes kleines Horn, dann muss ja irgendwo ein anderes kleines Horn auch noch sein. Okay, so it doesn't say fifth kingdom, it just says fourth, right? Also es sagt hier nicht das 5. Königreich, sondern es ist immer noch Teil des 4. Okay, so they are both one, right? Deswegen sie sind als 1 gerechnet. Just like they are both one, right? Genau wie sie auch 1 sind. Okay, so it's this fourth kingdom, right? Es ist dieses 4. Königreich. Okay. Now, okay, we don't need to go to Matthew 24. It's just referencing this great tribulation that's marked in there. Also Matthäus 24 müssen wir nicht unbedingt nochmal lesen. Das ist nur diese große Trübsal oder Drangsal, die dort erwähnt wird. But we're going to read about it in this next quote. Aber wir werden im nächsten Zitat darüber lesen. Okay, it says, the parable of the 10 virgins of Matthew 25 also illustrates the experience of the Adventist people. In Matthew 24, in answer to the question of his disciples concerning the sign of his coming and of the end of the world, Christ had pointed out some of the most important events in the history of the world and of the church from his first to his second advent, namely the destruction of Jerusalem, the great tribulation of the church under the pagan and papal persecutions. What does it say there? Also was sagt es hier? That the great tribulation is what? Dass die große Drangsal was ist? Pagan and papal, right? Heidnische und päpstliche Verfolgung. Now we just looked at this right here. So if you were to take Daniel 2 and Daniel 7, there's only 4 kingdoms of Bible prophecy, Also wenn right? du Daniel 2 anschaust und Daniel 7, da gibt es nur 4 Königreiche der biblischen Prophetie. And the 4th kingdom is made up of what? Und das 4. Reich ist woraus gemacht? Oder, Pagan and papal, right? oder aus was besteht es? Aus heidnischen und päpstlichen. These 2 things that it's referring to there, right? Diese 2 Dinge, die hier in dem Zitat erwähnt werden. Okay, we will explain this when we get to Daniel 8. It's much easier to see. Und wir werden das noch weiter erklären, wenn wir zu Daniel 8 kommen. Da wird es wird es einfacher sein zu erkennen. But if you go to the next quote, Jetzt gehen wir zum nächsten Zitat. it says, the persecution of the church did not continue throughout the entire period of the 1,260 years. God, in mercy to his people, cut short the time of their fiery trial. In foretelling the what? Great tribulation to befall the church, the Saviour said, except those days should be shortened, there should no flesh be saved. So what does it say the great tribulation is here? Also was sagt es? Was ist die große Drangsal hier? The 1260. Die 1260. And I'll show you why pagan and papalism represent that. Right? Und ich werde euch zeigen, warum das Heidentum und das Papsttum das dann repräsentieren. Remember, God's thoughts are not our thoughts, right? Denkt dran, Gottes Gedanken sind nicht die unsrigen. And we must bring prophecy together according to how the Lord is teaching us, Und right? wir müssen die Prophetie so zusammenbringen, wie der Herr uns das lehren möchte. We will come back to that point in a moment. Und wir kommen gleich zurück auf diesen Punkt zu sprechen. Okay, go to the next heading. Gehen wir zur nächsten Überschrift. It says, okay, right, so we have this quote that we spent much time in the past looking at from First Testimonies. Und hier haben wir dieses Zitat, das wir in der Vergangenheit oftmals langwierig angeschaut haben, aus dem ersten Band der Zeugnisse. Okay, let's just read it. It's in reference to Matthew 24, Luke 21, Mark 13. Und das ist im Zusammenhang mit Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. It says, I was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion.
War, bloodshed, privation, want, famine, and pestilence were abroad in the land. So what time are they in? In welcher Zeit sind sie jetzt hier? Time of trouble, In right? einer Zeit der Trübsal. The winds are blowing on the sea, right? Die Winde, die wehen auf dem Meer. As these things surrounded God's people, they began to press together and to cast aside their little difficulties. Self-dignity no longer controlled them. Deep humility took its place. Suffering, perplexity, and privation caused reason to resume its throne, and the passionate and unreasonable man became sane and acted with discretion and wisdom. My attention was then called from the sea. There seemed to be a little time of peace. Zweiter Absatz hier. Once more the inhabitants of the earth were presented before me, and again everything was in the utmost confusion. Strife, war, and bloodshed, with famine and pestilence, raged everywhere. Other nations were engaged in this war and confusion. War caused famine, want and bloodshed caused pestilence. And then men's heart failed them for fear and looking after those things which are coming on the earth. Right, so this quote, what time period is it representing? Also dieses Zitat, welche Zeit repräsentiert es hier? Welche Zeitspanne? Okay, Scott says both Sundays. Is he correct? Also beide Sonntagsgesetze, ist das richtig? Okay, then what's the answer? Nein, was ist die Antwort? We play it in one side. It's one Sunday law, right? Es ist ein Sonntagsgesetz. Right. It's just like a fractal, right? Just like you have a time of peace here, right? Also das Zitat ist wie ein Fraktal, so wie du auf der größeren Darstellung eine Zeit des Friedens hier hast. Okay, between the two Sunday laws, Und zwar zwischen den beiden Sonntagsgesetzen. right, you have two phases, right? So hat man auch innerhalb eines Sonntagsgesetzes zwei Phasen der Trübsal. So we know right here, this way mark, there is a time of peace, right? Wir wissen, dass dann hier der Wegmarke oder kurz davor eine Zeit des Friedens ist. We'll see that with the leopard, because when the leopard falls, what replaces it? Und wir wissen, und das werden wir bei dem Leopard sehen, denn wenn der Leopard fällt, Sorry? When the leopard falls, then the dragon comes. was sehen wir dann? No, 4 heads come up. Wir sehen, dass wenn der Leopard fällt, dann kommen 4 Köpfe auf. Right? It's this worldwide thing, right? Das ist diese weltweite We'll Darstellung. see it as like I say, we'll see it more in Daniel 8, right? Und das werden wir noch genauer in Daniel 8 sehen. But this quote is the symbol of the World War I, followed by World War II, right? That's what it was pointing to in history. Aber in der Geschichte hat ja dieses Zitat auf den Ersten Weltkrieg hingewiesen und auf den Zweiten Weltkrieg, was dann hier jeweils platziert ist. Okay, World War II was where all the Jews got murdered, right? Und der Zweite Weltkrieg war ja die Zeit, wo all die Juden umgebracht worden sind. And what begins right here? Und was fängt hier an? The death decree, right? Das It Todesdekret. just increases all the way down, right? Und das nimmt einfach nur an Intensität zu, je weiter man fortschreitet. Right? Remember in there? Okay. Erinnert ihr euch an die Sachen? Okay, so this is just a refresher. We're not really going deep into these Das things. sind alles nochmal hier diese Darstellungen. Wir wollen das nicht tiefgehend alles jetzt nochmal neu aufführen. But if you go back to the quote, the very last sentence, Im letzten Satz jetzt, in dem zweiten Absatz, it says, "And then men's hearts failed them for fear, and looking after those things which are coming on the earth." What happened to the men? was passiert hier mit den Menschen? Their hearts are failing them, right? Also ihr Herzen vergehen ihnen. Okay, now I want to show you something. Go to Isaiah 19. Ich möchte euch was zeigen. Gehen wir jetzt zu Jesaja 19. Now, Isaiah 19 is when Christ comes to punish Babylon, right? In Jesaja 19 ist ja, wo Christus kommt, um Babylon jetzt zu bestrafen. Verse 1. Vers 1. It says, "The burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it." So what's happening to their hearts? Also was passiert mit ihren Herzen? They're melting, right? Sie schmilzen. Okay.
And I will set the Egyptians against the Egyptians, etc., etc. Right? Ich werde die Ägypter gegen die Ägypter aufbringen und so weiter und so fort. Now, would you just turn, because that's taken from Luke 21, if you just go there. Und das ist aus Lukas 21 entnommen, wenn wir da jetzt hingehen in der Bibel. Lukas 21. Now, this has always been a bit of a mystery, but I think I understand it. Lukas 21. Und das war immer so ein bisschen geheimnisvoll, aber ich glaube, ich verstehe das jetzt. Because go to verse 25. Gehen wir zu Vers 25. Now, if we were to come down to here, to the literal 7 last plagues, right? Also wenn wir jetzt hier hingehen zu den 7 buchstäblichen Plagen. Where are God's people delivered? Wo wird Gottes Volk befreit? Beginning of the 7th plague, Am right? Anfang der 7. Plage. There's nobody being gathered in here like there is in this illustration, Da wird right? keiner mehr irgendwie eingesammelt in der 7. Plage, wie jetzt in dem Typus der 7. Plage jeweils. Okay, so we understand that there's a sign and crying here and a deliverance for the first group, then a sign and crying here and a deliverance for the second group, Wir right? verstehen, es gibt ja ein Wein- und Wehklagen hier in der Zeit und dann die Befreiung der ersten Gruppe und dann ein Wein- und Wehklagen und dann die Befreiung der zweiten Gruppe. You don't have that here, right? Und in der buchstäblichen 7. Plage hat man das hier nicht, in der 7. They get delivered right there, right? Weil die 144.000 werden hier befreit. Okay, so now we know that when this happens, this deliverance happens, the heavens and the earth shake, right? Wir wissen, dass wenn die Befreiung hier stattfindet, dann erschüttern Himmel und Erde. But we also know that when Babylon gets punished, what also happens? Aber wir wissen auch, dass wenn Babylon bestraft wird, was passiert da auch? Heavens and the earth shake. Himmel und Erde werden erschüttert. We know that there's a trumpet at the beginning, Wir right? wissen, da gibt es eine Posaune am Anfang. We also know that when Christ comes, he blows the trumpet, Wir right? wissen auch, dass wenn Christus kommt, dann stößt er auch in die Posaune. And what I want us to see is that, go to verse 25 here. Und jetzt gehen wir zu Lukas 21, Vers 25. It says, there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Men's heart failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Right? Bis Vers 27. So we've always taken these verses and we've marked it at the beginning, right, of the 7th plague, right? Wir haben diese Verse immer genommen und sie am Anfang der 7. Plage dann markiert. And I would agree that that's correct because it's perfectly pointing to here, right? Und ich würde zustimmen, dass das richtig ist, denn es weist perfekt hier auf diese buchstäbliche 7. Plage. Because when this first, the special resurrection takes place, they look up and they see the sign of man, the sign of the Son of Man coming in the clouds of heaven. Denn wenn diese besondere Auferstehung hier stattfindet, dann schauen sie hinauf und sehen das Zeichen des Menschensohnes, wie er kommt. Okay, but for us, who are the second group, right? Aber für uns, die wir hier diese zweite Gruppe sind, You're to lift up your head here when the little box comes, right? da sollst du dein Haupt erheben hier, wenn diese zweite kleine Box kommt. Okay, you're to look up, right? Sollst dann aufschauen. There's a voice comes twice, right? Und da kommt dann zweimal eine Stimme, richtig? When the second voice comes, that's where you will be delivered, right? Und wenn die zweite Stimme kommt, ist dann, wenn du befreit wirst. Okay, these verses apply exactly the same there for us, right? Diese Verse, die haben auf dieselbe Art und Weise dann auch diese Anwendung hier für uns, für die zweite Gruppe. Hence, right, Isaiah 19:1, go back there, right? Deswegen, wenn wir zu Jesaja 19, Vers 1 gehen, It says, the burden of Egypt, behold the Lord what? Rideth on a swift cloud. You see him on the cloud, right? da kommt der Herr auf einer schnellen Wolke, du siehst ihn auf der Wolke. And what happens to all the Babylonians? Und was passiert mit all den Babyloniern? In this, before that, their hearts melt, Ihre right? Herzen schmelzen. Okay, you see that point? It's bugged me for a long time, that. Könnt ihr den Punkt sehen? Das hat mich für lange Zeit gewurmt. But the point is that Luke 21 can only have it because it's
perfectly pointing down to here, right? Because it goes from the beginning of the second Sunday law in a linear fashion down to this point, right? In Lukas 21 ist es dann explizit hier markiert, weil es ist ja diese sozusagen Sequenz der Abfolgen. Er fängt am zweiten Sonntagsgesetz an und führt dich dann hinab hier zum Anfang der 7. Plage. Okay, so the principles of those verses will just apply exactly the same there for this second group, right? Deswegen diese Prinzipien dieser Verse werden dann auf dieselbe Art und Weise dann jeweils hier für die zweite Gruppe Anwendung finden. And that's what Sister White's doing. She's taken that verse from Luke 21 and sticking it at the end. Das ist auch, was Ellen White tut. Sie nimmt in diesem Zitat hier aus dem ersten Band der Zeugnisse das, was Lukas 21 sagt, und sie setzt es ans Ende. Okay, because that second paragraph there is the Great Tribulation, right? Weil dieser zweite Absatz hier aus dem Zitat ist diese große Trübsal. And the Great Oder Drangsal. Tribulation ends in 1790, the time of the end, right? Diese große Drangsal endet 1798 bei der Zeit des Endes. Okay, and we'll see this now. So when we go to the next heading, the judgment. Das werden wir noch genau sehen, wenn wir jetzt zur nächsten Überschrift gehen, zum Gericht. So we've just read the first 8 verses of Daniel 7, right? Und wir haben ja die ersten 8 Verse aus Daniel 7 gelesen. It's just talking about these 4 beasts, Und das right? spricht dann über diese 4 Tiere hier. Right? So verse 9. Und jetzt gehen wir zu Daniel 7, Vers 9. It says, I beheld. What did he beheld? Was hat er gesehen? 4 beasts, right? 4 Tiere. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. I beheld then, because the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. So what's Daniel beholding here? Also was schaut Daniel hier an? Yeah, the executive judgment, right? Das Vollstreckungsgericht. Now we will show this, and just go to Jude in your Bibles. Gehen wir zu Judas Brief in unserer Bibel. How many angels are here? Wie viele Engel sind hier? 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, right? 10.000 mal 10.000 und Tausende, Tausende. Okay. And if you just go to verse 14, Gehen wir jetzt zu Vers 14. Judas 1, Vers 14. it says, And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints. That's what we read in Isaiah 19, right? Und das ist auch, was wir in Jesaja 19 gelesen haben. Came on a cloud, Er right? kam auf einer Wolke, To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. Right? bis Vers 15. Okay, so we know that Sister White on October 22nd took those verses and applied it to the investigative judgment, right? Wir wissen, dass Ellen White am 22. Oktober diese Verse hier genommen hat und sie auf das Untersuchungsgericht angewandt hat. Okay, but October 22nd, what was it marking? Aber der 22. Oktober, was hat er markiert? No, you're going off now. Maybe it's just a bad question. 1798 to 1844, what is an illustration of? 1798 bis 1844? Until or both dates? No, 1798 to Okay, also 1844. 1798 bis 1844, was illustriert das? It's an illustration of this, right? From here to here, right? Die Darstellung von hier bis dort. Stimmt's? Right? Because the parable of the 10 virgins began right here, Das right? Gleichnis der 10 Jungfrauen fing ja hier an, richtig? Right? It's both Sunday laws it illustrates, right? Das illustriert beide Sonntagsgesetze. Parable of the 10 virgins leads down to which verse in Matthew 25 was fulfilled? Welcher Vers in Matthäus 25 wurde erfüllt? The closed door,
Vers 10, diese geschlossene Tür. And what did the Millerites believe would happen there? Und was haben die Milleriten geglaubt, was würde hier passieren? Second coming, right? Seine Wiederkunft. So is it a type of the second coming right here? Und ist das hier ein Typus für die Wiederkunft? Yes, because it's the type of the seventh plague and Christ comes right there, right? Das ist ja dann ein Typus für die 7. Plage und Christus würde dann hier kommen. So were they foolish for believing that? Deswegen waren sie töricht, das zu glauben. No, right? They Nein, just didn't understand there's some types, right? They didn't fully comprehend these things, right? deswegen sie haben einfach nicht diese Typen nicht komplett verstanden. Okay. But the point is that October 22nd, 1844 was typifying the second coming of Christ, right? Aber der Punkt ist, dass der 22. Oktober 1844 die Wiederkunft Christi vorausschattete. Okay? Because it says unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed, finished, right? Sagt er, bis 2300 Tage, dann wird das Heiligtum gereinigt sein, Okay. also abgeschlossen. We know that in type it began there, right? Aber wir wissen, im Typus fing es erst dort an. Because it's typifying the investigative judgment of the living when it comes at the end of the world. Denn es Right? typifiziert das Untersuchungsgericht an den Lebenden, wenn es am Ende der Welt kommen wird. Okay, right. So anyway, let's look at this because in here, in Daniel 7:9, it talks about the Ancient of Days, Und right? hier in Daniel 7, Vers 9, da spricht es über den Uralten an Tagen. Sister White says the Ancient of Days is the Father. Und Ellen White sagt, der Uralte an Tagen ist der Vater. Okay, the Father sits in the investigative judgment, Und right? der Vater sitzt ja im Untersuchungsgericht. It's Christ that executes judgment. Aber es ist Christus, der das Gericht vollstreckt. So how can we make this now be the executive judgment? Deswegen, wie können wir das jetzt in das Untersuchungsgericht sozusagen verwandeln? Das Vollstreckungsgericht verwandeln. Go to the next quote. Gehen wir dazu zum nächsten Zitat. It says, when Joseph and Mary brought Jesus to the temple, he was only an infant of a few weeks, but he was also the Ancient of Days, whose going forth have been from old, even from everlasting. Right? Also wir haben bis zum Ende des Fettgedruckten gelesen. Okay. And it says here, he says, the Ancient of Days, whose garment was white as snow, and the hair of his head like pure wool. Also nochmal Daniel 7, Vers 9 haben wir gelesen. Sein Gewand ist weiß wie Schnee und seine Haare wie Wolle. Right? Just go to Revelation, in your Bibles, to Revelation chapter 1, Gehen wir in unseren Bibeln zur Offenbarung 1 verse 13. und dann Vers 13. This is Christ, right? Das hier ist Christus. It says, and in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. And his head and his hairs were white like wool. It's the Ancient of Days, right? Das ist so wie der Uralte an Tagen. Okay, you'll see this more in a moment. Right? Bis Vers 14 gelesen. Das werden wir noch mehr sehen, wenn wir jetzt fortfahren. It's in Revelation 1. I just have to find it. I've closed the Bible now. Das Chapters 13 und 14. Right, so so you come to Daniel 7 verse 9 to 11 and he's beholding this beast. When I say this beast, I mean this, right? This whole thing. Also wenn man hier zu Daniel 7, Verse 9 bis 11 kommt, dann sieht er hier dieses Tier und damit meine ich halt das komplette hier. Because this beast is a man, right? Weil dieses Tier ist ein Mensch. Right? Richtig? Okay. It says, I beheld even till the beast was slain and his body destroyed and given to the burning flame. Right? So go to the, not the quote we just read, but the next one. Vers 11 gelesen. Jetzt gehen wir zum nächsten Zitat. Also nicht hier, wo es über den uralten Antagen spricht, sondern das danach. It says, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book according to their works. Revelation 20 and verse 12. Who's being judged? Also Offenbarung 20, Vers 12 zitiert sie hier. Wer wird hier gerichtet? You need to do better than that. It's true, but that's not what I'm asking.
Also die Gottlosen, das ist richtig, aber das ist nicht, was ich frage. Gog and Magog is the answer, right? Gog und Magog wäre die Antwort. These things make a big difference, right? Diese Antworten, die machen einen großen Unterschied. So, she takes Revelation 20 verse 12 for Gog and Magog. The book has been opened. They're having the judgment executed upon them, right? Also hier, sie zitiert Offenbarung 20, Vers 12, wo jetzt die Bücher geöffnet werden und das Gericht über Gog und Magog vollstreckt wird. And then she quotes Daniel 7, 9 to 10. Und dann right? zitiert sie Daniel 7, Verse 9 bis 10. I beheld till the thrones were cast down and the Ancient of Days did sit. So who is this Ancient of Days here? Also wer ist dann dieser uralten Tagen hier? Must be Christ. It's Christ because he's the one that's executing judgment, Das right? muss dann hier Christus sein, weil er ist derjenige, der das Gericht vollstrecken wird. Right. And it said, the last line says, the judgment was set and the books were opened. So she's paralleling the books being opened in Revelation 20 with the books being opened in Daniel chapter 7, verses 9 and 10. Das Right? letzte Feld gedruckt sagt hier, das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Deswegen, sie setzt das jetzt hier parallel, was in Daniel 7 geschrieben steht, mit dem, was in Offenbarung 20 geschrieben steht. And then she says, next paragraph, Und dann sagt sie im nächsten Absatz, these things are soon to come to pass. When? He that is unjust, let him be unjust still, and he that is filthy, let him be filthy still, he that is righteous, let him be righteous still, he that is holy, let him be holy still. So that would be right here, right? das ist das Fettgedruckte. The clause of probation, right? Excuse me. Thank you, Lawrence. Right here, Das wäre dann hier das Ende der Gnadenzeit. right? This is the perfect clause of human probation, right there, right? Also das ist dann das der vollkommene Abschluss der Gnadenzeit für die Menschheit. Right? Richtig? Okay. So when we go back to Daniel 7 Jetzt gehen wir zurück zu Daniel 7, and verse 17. aber jetzt runter zu Vers 17. Now it's going to expand. It's going to give more information to this vision because Daniel was asking for it, right? Und jetzt wird es hier erweitert, denn jetzt wird der Vision noch mehr Informationen hinzugegeben, weil Daniel danach gefragt hat. It says, these great beasts which are four kings which shall arise out of the sea. The earth. The earth, right? Sie kommen hier aus der Erde. Why does it say here earth? Und warum sagt es hier Erde? Comes up in the time of peace. Okay, thank you, right? Weil sie hier aus der Erde aufkommen in einer Zeit des Friedens. Okay, so the leopard, this big horn, when it falls up comes four horns, right? Der Leopard, wenn das große Horn zerbricht, dann kommen 4 kleine Hörner auf. Right? And that's these four heads, right? Und das sind auch diese 4 Köpfe. And it's a representation of the time of peace, this worldwide organization that they put in place to bring peace, Und das ist right? ja auch in der Zeit des Friedens, diese weltweite Organisation, die sie an Platz setzen werden, um Frieden herbeizubringen. And we'll see that out of that organization comes this next kingdom, right? Und wir werden dann sehen, dass diese Organisation wird dann das nächste Königreich hervorkommen. And this next kingdom is these four beasts, right? Und das nächste Königreich sind dann diese 4 Tiere. Therefore, they're coming up in the time of peace, Und deswegen, right? sie kommen in einer Zeit des Friedens hervor. That's what it always does. The United States rises in a time of peace and then it speaks like a dragon, right? Die USA kommt in einer Zeit des Friedens auf, aber dann wird sie wie ein Drache sprechen. And it speaks like a dragon marks the 1260, right? Und wenn sie wie ein Drache spricht, dann markiert es die 1260. So what you have here between this one and this one is just a perfect fractal of what happens here, right? Was zwischen dem Reich und dem Reich hier passiert, ist wie ein perfektes Fraktal, was dann hier stattfinden wird. I don't have a whiteboard big enough to illustrate everything when we've gone through this before, right? Ich habe jetzt hier nicht genug Platz auf dem Whiteboard, um das alles noch zu illustrieren. Das haben wir aber vorher schon mal angeschaut. Just a question, Mark. Before you started reading verse 17, you said this is given, it's like an expansion on what's been put in Daniel 7 already, right? Also, Yeah, I'm just saying that it's repeating what it went through from Daniel 7, 1 down to verse 10.
Right, but it's not the same as when Daniel 7, 1 to 10. What do you mean not the same? Because in Daniel 7, 1 to 10 it came out the sea, which is the time of trouble. No, it's exactly the same. It's giving us more information. So it came out the sea and the earth at the same time. Maybe, look, Sorry, the United States Also die USA comes out of the earth here. yes. kommt aus der Erde hier. But when it speaks like a dragon, it's coming out of the sea. Aber wenn es wie ein Drache spricht, dann kommt es aus dem Meer raus. So Daniel 7 is just beginning, taking you down the Sunday law. Daniel 7, das bringt dich hier entlang des But Sonntagsgesetzes. when you're going back here, he's giving us more information. But he's just taking you back a little bit, saying, okay, this beast rose out of the earth in a time of peace. And then it, Deswegen Daniel 7 gibt dir sozusagen dann noch mehr Informationen jetzt hier in Vers 17, dass dieses Tier, was ja am Anfang aus dem Meer rauskam, in Wirklichkeit schon vorher aus der Erde rauskam. just like Revelation 13, verse 11, right? Genauso wie Offenbarung 13, Vers 11. I saw a beast rise up out of the earth, with 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Takes you straight away to the next. Also ich sah ein Tier aus der Erde aufsteigen, das hatte 2 Hörner wie ein Lamm, aber dann sprach es wie ein Drache. Das bringt dich also von der Zeit des Friedens hin zum Ende der Zeit des Friedens. Okay, so it says, One question, if I may. Just to understand that where you put these verses, so you put verse 17 marking the beginning of the time No, of peace between no. or inside the sun. I was using this to explain for him, right? Right here is a time of peace, right? Also genau hier findet eine Zeit des Friedens statt. Right, so comes up out of the earth, and then he would come up out of the sea, marking the beginning of this thing. Kommt dann aus der Erde rauf und markiert dann hier dieses Meer, wo diese nächste Drangsal ist. Okay, so if we were just to draw a Sunday law like this, Wenn wir hier einfach ein Sonntagsgesetz aufzeichnen, it'd just be a time of little time of peace in the middle. So here you have the earth, and here you have the sea, also hier hätte man die Erde und da dann wieder das Meer. right? So when you come to verse 17, he's just explained to Daniel, okay, these 4 beasts come up here out of the earth, and then they're going to do this work of persecuting, right? Sagte ich hier, diese 4 Tiere, die kommen hier aus der Erde auf und dann werden sie hier dieses Werk der Verfolgung tun. Because it's exactly the same. The United States is the one that does the Sunday law, which lasts for 1260, right? Dasselbe ist auch mit der USA, denn sie werden ja das Sonntagsgesetz machen, was für 1260 dauert. Where does the United States rise? Und wo kommt die USA auf? At the earth, right? Aus der Erde. But when he speaks like a dragon, it's no longer a time of peace, it's a time of war, Wenn right? es wie ein Drache spricht, dann ist es nicht mehr länger eine Zeit des Friedens, sondern eine Zeit des Krieges. So if you take that, Wenn right? du das hier nimmst, Because here you have 1260, right? dann hier hat man 1260, You just take that and bring it down. You would put this on here, right? du nimmst dann das hier und würdest das dann hier so hinplatzieren. No, you're not. This, right? You take this and put it on there, right? Okay, then take this, also du nimmst das und setzt es hier. I changed what I did, right? And then you're left with this, so you would have this little time of peace, Und right? dann nimmst du noch die kleine Zeit des Friedens, wäre dann das hier, was man da sieht. And that's the time of peace that's marked in 1 Testimonies 268. Und das wäre die Zeit des Friedens, die in erster Band der Zeugnisse 264 markiert Right. ist. And it would bring you to the end of the 1260, which is 1798, right? Das würde dich zum Ende der 1260 bringen, was 1798 ist. Now, it's also important because in history, the Day of Atonement was in 1844, Das right? ist auch wichtig, weil in der Geschichte war der Versöhnungstag am 22. Oktober 1844. Matthew 25, verse 10, right? Matthäus 25, Vers 10. It's marking the closed door. Umkehrt die geschlossene Tür. But we know we take the 1260, we just lay it on top, right? Und wir wissen, dass wir die 1260 nehmen können und dann darüber lagern können. Because 1798 to 1844, they both mark prophetically the same point, right? 1798 und 1844 markiert prophetisch gesehen denselben Punkt. And it's real important to see that because it's to do with the 2520 or the two 2520s, right? Und das ist sehr wichtig, dass wir es sehen, denn es ist in Verbindung mit den zwei 25-20er. One ended in 1798, the other one ended in
1844, Die right? erste 2520 endete 1798, die andere in 1844. Right? Richtig? Okay. Much to get from that, right? Viel, was wir daraus entnehmen müssen. No questions about that now. No, for me it was now not clear. You said the little time of peace in verse 17 is in the Sunday law, not before. No, in the Sunday law. Also hast du gesagt, jetzt ob diese kleine Zeit des Friedens hier in Vers 17 Oh, okay, okay. innerhalb No, I des see what Sonntagsgesetzes you. ist oder Okay, davor? I see what you're getting. Yes. Yes. No, you're right. Both, Bef- right? No, actually, she's right. I just realised what I've done. Excuse me. It's before. You're Das right. muss vor dem Sonntagsgesetz It sein. would represent this, but we're dealing with this, right? But the point I wanted to make was that Das würde hier diese Zeit des Friedens sein. Und, aber wir haben ja gerade jetzt das Thank angeschaut you. und deswegen bin ich da verwirrt No. worden. I'm confusing 2 points for the same thing, right? Thank you for pointing that out, right? So it would be this, right? Also es wäre diese Zeit des Friedens. Those 4 beasts come out of the earth, and then they begin here, right, at the sea, Also right? diese 4 Tiere, die kommen hier aus der Erde auf und dann kommen sie hier aus dem Meer. But it's exactly the same thing here. This is what I was trying to combine 2 thoughts. And forgive me for confusing. Und Yes. im Fraktal hat man dasselbe Prinzip hier zu sehen. Deswegen bin ich dann verwirrt worden. Four heads of the leopard would be a fractal of the four coming out of the sea. No, they're not. How could they come out of the sea? It's at the end, right? You're now bringing up more confusion. I brought enough in already, so let's leave that point, right? Thanks for pointing that out, because otherwise, okay, it's difficult because we don't have a time of peace here to show it. But there would be a time of peace, and then they rise out of the sea here, right? Das ist vielleicht für manche schwierig nachzuvollziehen, weil wir haben jetzt hier nicht mehr Platz, um dann zu zeigen, dass hier vor dem Sonntagsgesetz auch noch wieder eine Zeit des Friedens wäre. Die Zeit des Friedens und dann kommen diese 4 aus dem Meer raus. Okay, but it just repeats here, right? Aber das würde sich einfach hier wiederholen. Okay, And between 5 and 6 is also then this time of peace or not more? Yes, Margaret. Yeah. First So Testament. confusing at the- No, it's not. It's not. I'm confusing, but this is not confusing. It's just me that's confusing, right? First Testimonies 2:68. We just read it is representing Yes. this, right? And in the middle there is a time of peace, right? Also, wir haben eben erste Zeugnisse gelesen und da gibt es diese Zeit des Friedens dazwischen. I make things confusing because we don't have a big enough whiteboard and enough diagrams to make everything nice and simple, right? Ich habe diese Dinge hier vielleicht ein bisschen verwirrend dargestellt, aber das Problem ist mit dem Whiteboard, dass es nicht groß genug ist, um alles da drauf zu zeichnen. Okay. The point is that we will come back to this point when we come to Daniel 8, right? If we have time, but at the moment, well, that's not going to be possible, right? Wir kommen zurück auf diesen Punkt, wenn wir zu Daniel 8 kommen, wenn wir noch Zeit haben, aber momentan scheint das nicht so der Fall zu But sein. it doesn't matter. We will just carry on tomorrow morning. Wir werden einfach morgen früh dann weitermachen. Okay, right. So go to Daniel 7 and verse 17. Gehen wir jetzt zu Daniel 7 und wieder Vers 17. These great beasts which are 4 kings which shall arise out of the earth. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Then I would know the truth of the 4th beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful. What is it? Also was ist es? Dreadful, right? Das ist übermäßig furchtbar. What's it a parable Vers parallel to? Wozu ist das eine Parallele? Terrible. The Schrecklich. terrible and dreadful God, right? Der schreckliche und furchtbare Gott. So when he's doing that, when he becomes this terrible and dreadful, it's always Mark in the Sunday law, when he comes to execute judgment upon God's people, right? Wenn er diese schreckliche und furchtbare wird, dann ist es, wo er jetzt Gericht vollstreckt über Gottes Volk hier beginnt mit dem Sonntagsgesetz. Counterfeit king of the north. Das ist der Right? falsche König des Nordens. Okay. It's exceeding dreadful, whose teeth were of iron, his nails of brass, which devoured, brake in pieces, and stamped the residue with his feet. And of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell. Even of that horn that had eyes and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows. I beheld, and the same horn made war with the saints, and prevailed against them.
until the Ancient of Days came and judgment was given to the saints. So when did that horn go till? Also bis Vers 22 haben wir gelesen. Bis wann reichte das Horn hier? Ancient of Days. Till judgment. Okay, till the Ancient of Days came and judgment was given to the saints. When is judgment given to the saints? Bis der uralten Tage kam und das Gericht den Heiligen übergeben wird. Wann wird das Gericht den Heiligen übergeben? Go to Revelation 11. Gehen wir zur Offenbarung 11. That's true. So am Ende der 1000 Jahre. But Stimmt schon, you're missing the point. That's here where Christ comes, right? Wo ihr verpasst diesen Punkt, denn hier ist es ja, wo Christus kommt, But richtig? we've just established in Daniel, he beholds the four beasts down to the end, right? Und wir haben eben gerade in Daniel schon gelesen, er sieht diese 4 Tiere an bis zu ihrem Ende. So if you take the big fractal, right, that will bring you down to there, Wenn du right? das große Fraktal nimmst, dann bringt dich das ja hinab bis zur Wiederkunft. But when you're dealing with this, it brings you to here, right? Das, Sorry, this, yes. wenn du mit den 4 Tieren handelst, dann bringt dich das hinab bis hier. Is this a type of the second coming? Das ist also ein Typus für die Okay. Wiederkunft. Ja. Hence, we can do this. We can put the 1000 years here, Und deswegen können type, wir right? 1000 Jahre hier als Typus hinsetzen. Right? Stimmt's? Because 9/11 is typifying the execution of the judgment, the second coming. Weil der 11. September typifiziert ja die Wiederkunft, das Vollstreckungsgericht. Because it's the end of the seventh plague in type. Weil es Right? das Ende der 7. Plage im Typus ist. Remember, there's things being paralleled on top here, right? Verstehen, das sind Dinge, die übereinander parallel gelagert werden. So the answer I was looking for, because we're dealing with Daniel 7, was the end of the Sunday law, the execution of the judgment, Also right? die Antwort, die ich gesuchte, war das Ende des Sonntagsgesetzes, nämlich das Vollstreckungsgericht am Ende des Sonntagsgesetzes. Okay, just go to Revelation 11. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 11 in See. unseren Bibeln We need to look at this more closely. Go to verse 50. und dann zu Vers 15. In fact, let's begin in verse 40. Lass uns schon in Vers 14 anfangen. It says, "The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly." Where are we? Wo sehen wir hier? Right, so right here, right? Anfang der 7. First group's been delivered, right? Die erste Gruppe ist befreit. Okay, but it says, "The third woe cometh quickly." Aber sagt Right? die dritte Wehe, die kommt schnell. Right at the end here, the execution of the judgment, Genau right? hier am Ende des Vollstreckungsgerichts. So let's go to the third woe, verse 15. Jetzt gehen wir zur dritten Wehe, Vers 15. It says, "The seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever." So what's happened now? Was ist hier passiert? Kingdoms become Christ. Christ has come, right? Christus ist gekommen. Okay, and just go to verse 18. Jetzt gehen wir zu Vers 18. It says, "The nations were angry," Mhm. past tense. Nationen waren zornig, Vergangenheitsform. It's the end of the time of trouble, Das right? ist Ende der Zeit der Trübsal. The nations were angry, thy wrath is come. Und dein Zorn ist gekommen. He's going to execute judgment, right? Er wird jetzt Gericht vollstrecken. And the time of the dead that they should be judged. So what's been given to the saints? Und die Zeit, dass die Toten jetzt gerichtet werden, was wird den Heiligen gegeben? Judgment, right? Gericht. So just go back to Daniel 7, right? Jetzt gehen wir zurück zu Daniel 7, Verse 21. Vers 21. I beheld, and the same horn made war with the saints. This is when the nations are angry, right? Das ist, wenn die Nationen zornig sind. Nations are angry, Sister White says, is the time of trouble, right? Und wenn die Nationen zornig sind, sagt Ellen White, ist die Zeit der Trübsal. So I beheld the same horn made war with the saints and prevailed against them until the Ancient of Days came, till Christ comes, right? So Vers 22. Bis der Uralte an Tagen kam, also bis Christus kommt. And judgment was given to the saints. That was what we read in Revelation 11, Und right? Gericht wird den Heiligen übergeben. Das ist, was wir in Offenbarung 11 gelesen haben. Of the Most High and the time that the saints possessed the kingdom.
So what's happening to the saints here? Also was passiert hier mit den Heiligen? They're possessing the kingdom, right? Sie nehmen jetzt das Königreich in Besitz. What is this time? Und was ist diese Zeit hier? Okay, what in relation to what we're talking about? Also eine Zeit des Friedens, ja, aber in Bezug auf das, was wir hier sprechen. Judgment. We just read, the saints shall possess the kingdom. So what is that in relation to the time of peace? Die Heiligen werden das Königreich in Besitz nehmen. Also was ist das hier in Bezug auf die Zeit des Friedens? In this time, what are you going to possess? Was wirst du in dieser Zeit hier in Thank Besitz you. nehmen? The land, Das right? Land. Has been said. No, it's. Oh, second one. I'm not going to even go there, right? Look, the point is that it's marking this point where you enter into what is promised, given to Abraham, right? Also das ist jetzt da, wo du hineinkehrst, nämlich das, was dem Abraham versprochen worden ist. Right. Richtig? So it's only typifying. 9/11 is marking the judgment, right? Der 11. September markiert das Gericht. And Lawrence went through in the Sabbath school before. What's the judgment marking? Und in der Sabbatschule haben wir eben gerade gelernt, was markiert das Gericht. Set free. Where you, Come out of captivity. right, where you come out of captivity into the land, right? Sim. Promised to Abraham, right? Wenn du aus der Gefangenschaft rauskommst und dann ins Land einkehrst, das dem Abraham versprochen worden ist. Okay, in Daniel and also in Genesis 41, what's given to Joseph and Daniel right there? Und was wird Josef und Daniel gegeben hier in 1. Mose 41 und in Daniel Kapitel 2? Yeah, the rule over which part? Die Regentschaft über A welchen little bit Teil? of it? No. All of it, right? Über Okay. ganz Ägypten und über ganz Babylon. So it says they'll possess the kingdom, right? Sagt er, sie werden das Königreich in Besitz nehmen. Right? Are we following? Können wir folgen? Because Daniel 7 is an illustration of the Sunday law, right? Daniel 7 ist eine Darstellung des Sonntagsgesetzes. Okay. And it's just a fractal of Daniel 2, which takes you right down to this point, right? Und Daniel 7 ist einfach nur ein Fraktal von Daniel 2, was dich ja komplett bis hier zur Wiederkunft bringt. So it's the end of the seventh plague in the seventh plague. It's just exactly the same, right? Da ist es ja das Ende der 7. Plage und hier ist es genau dasselbe. Das Ende der Same things are going to take 7. place, Plage. right? Dieselben Sachen werden dort stattfinden. Okay. 23. Okay, verse 23, yes. Vers 23. It says, Thus he said, The fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break it in pieces. The 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. So we understand when he subdues Bis 3 Vers kings, 24. he's just taken away paganism, right? Wenn er diese 3 Könige unterwirft, dann nimmt er hier dieses Heidentum weg. Okay, these 3, like, because this is 2 horns and this is a horn, right? Das sind ja hier dann 2 Hörner und das ist dieses 3. Horn. He plucks up 3 horns, right? Er reißt 3 Hörner aus. And if it's not that, then you have to give me a better explanation, right? Because it's marked in Daniel 8 as 3 horns, Und right? wenn es nicht diese 3 Hörner sein sollten, dann müsst ihr mir eine bessere Erklärung geben, weil in Daniel 8 werden das als 3 Hörner dargestellt. Because at the end of the world, those 10 kings are not literally 10 separate kingdoms, it's a symbol, right? Am Ende der Welt werden diese 10 Könige nicht 10 buchstäbliche Regionen sozusagen sein, sondern es ist ein Symbol. Right? So it's representing something from the world that's moved out of the way so that the man of sin can rule. Es Right? repräsentiert also etwas, was in der Welt aus dem Weg beseitigt werden muss, damit dann der Mensch der Sünde regieren kann. Hence you have the lion, the bear, and the leopard, 3 horns. Und deswegen Right? hast du den Löwen, den Bären und den Leoparden, diese 3 Hörner. Okay, verse 25. Und dann Daniel 7, Vers 25. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times as laws, and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time. So it takes you right up to
1798. Und das bringt dich jetzt zu 1798. Everything has a reason in God's work, right? Alles hat einen Sinn und Zweck in Gottes Wort. Okay, so how long have I been going? Okay, then we will stop there. I'm not going to go into this rest of this now. Also wir werden dann jetzt hier abschließen. Just any last points? Doesn't matter. Tomorrow morning we can just do a very quick revision and make sure that we are grasping these points. Morgen früh können wir nochmal einen kurzen Rückblick machen, dass wir sicherstellen können, dass wir hier diese Punkte verstehen, die wir heute gemacht haben. Okay, so tomorrow we'll look at Daniel 8 and lay that on top, right? Morgen werden wir uns auch noch Daniel 8 anschauen und werden das dann darüber auch noch lagern. Okay, and we'll see as we build this that there's some real nice things for us to see. Und wir werden sehen, dass wenn wir das weiter aufbauen, dann werden wir wirklich wunderschöne Dinge erkennen können. But we can't get there until these things are put in place. Weil wir können da nicht hinkommen, es sei denn, wir setzen diese Punkte erst an den Platz. Okay, let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, I want to thank you for all these great truths that you've given us over the last few years. ich möchte dir danken für diese großartigen Wahrheiten, die du uns über die letzten Jahre gegeben hast. And I can see that we need to spend some more time in these. Ich sehe, dass wir ein wenig mehr Zeit in diesen Wahrheiten verbringen müssen. And Lord, I pray that you'll help us to remember all these points that we put in place. Und Herr, ich möchte bitten, dass du uns hilfst, an all die Dinge, die wir an Platz gesetzt haben, uns zu erinnern. And put these things in our heart, Lord, that we might not sin against you. Und dass wir diese Dinge in unser Herz legen, sodass wir nicht gegen dich sündigen. That you can enable us to see the greater truths that you have for us. Dass du uns befähigst, die größeren Wahrheiten auch zu erkennen, die du noch uns vorbereitet hast. Lord, through Christ you told us that there's many things you have to tell us, but we're not ready. Und durch Christus hast du gesagt, es sind viele Dinge, die du uns sagen möchtest, aber wir sind noch nicht bereit. And we know, Lord, that you want to bring us to this point and give us this revelation. Und wir wissen, dass du uns zu diesem Punkt bringen möchtest und uns diese Offenbarung geben möchtest. But we know that it's not possible to receive that without first the former rain. Aber wir wissen auch, dass es nicht möglich ist, das zu erhalten, es sei denn, dass wir zuerst den Spätregen bekommen, So please, den Frühregen bekommen. Schon. please help us to ensure that we have received those things that you've already given us. Und so bitte hilf, dass wir sicherstellen, dass wir alle diese Dinge erhalten, die du uns bereits gegeben hast, That you can lead us to that point where all our sin can be blotted out. dass du uns zu diesem Punkt bringen kannst, wo all unsere Sünde ausgetilgt wird. So please help us to understand the importance of these things. So bitte hilf uns, die Wichtigkeit dieser Dinge zu verstehen. Help us to do our homework Hilf uns, unsere Schulaufgaben zu machen and to remember all these points. und an all diese Dinge uns zu erinnern. So I just thank you, Lord. I pray that this coming week you will guide and direct us and lead us down and show us great and mighty things. Und ich danke dir, dass du uns in der kommenden Woche uns durch diese Punkte hindurchführen wirst und dass du uns große und wunderbare Dinge zeigen wirst. And we ask this in the name of Jesus. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.